with his opponents. Wir sehen da dieselbe Diskussion, die Jesus mit seinen Gegnern hatte. And the principal events. Und die Hauptereignisse. And so you see these in the repeated in the Synoptic Gospels. Wir sehen, wie diese wiederholt sind in den synoptischen Evangelien. So just to give you a bit of terminology, Um euch ein paar Begriffe zu nennen. Passages which are found in all threefold Gospels, in all three Gospels. Textstellen, die in allen drei Evangelien gefunden wurden, That's called the threefold tradition. heißen die dreifältige Tradition. And passages that are found in two Gospels are called the twofold tradition. Textstellen, die in zwei der Evangelien zu finden sind, heißen die zweifältige Tradition. And each Gospel has portions that are unique to that Gospel. Jedes Evangelium hat auch Teile, die nur in diesem Evangelium vorkommen, die einzigartig sind. And you won't be surprised to know that's called the unique tradition. Und es überrascht wahrscheinlich nicht, das heißt dann die einzigartige Tradition. So that's not hard, is it? Das ist also nicht so kompliziert, oder? Threefold, twofold, and unique traditions. Manche Dinge sind dreifältige Tradition, manche zweifältige und manche einzigartig. Now, what is interesting is Mark is the shortest Gospel, Was interessant ist, Markus ist das kürzeste Evangelium and almost all of Mark appears in Matthew. und fast alles von Markus kommt auch in Matthäus vor. And the bits that don't appear in Luke. And some in Luke. Und manche auch in Lukas. And so Mark has very little unique tradition. Markus hat also sehr wenig dieser einzigartigen Tradition. And so if you just look at some approximate figures, Wenn wir uns so ein paar ungefähre Zahlen anschauen, now I didn't do this, I got this from a book. ich habe es nicht selbst alles durchgeschaut, sondern habe es aus dem Buch. It's again a lot of work to go through and come up with this. Wieder einmal, da braucht viel Arbeit, um sich das alles so auszusuchen. But Matthew contains approximately 670 verses of Mark. Matthäus enthält ungefähr 670 Verse von Markus. That's about 90%. Das sind etwa 90%. And for much of church history, Mark was the neglected gospel. Und durch einen Großteil der Kirchengeschichte hindurch war Markus das vernachlässigte Evangelium. People thought, why do you need Mark if you have Matthew? Die Leute fragten sich, wozu brauchen wir Markus, wenn wir Matthäus haben? That's changed in recent times Das hat sich in letzter Zeit verändert. because people realize that Mark has a very unique and special emphasis and flavor all of its own. Weil die Leute gemerkt haben, dass Markus für sich eine ganz besondere Betonung und einen ganz besonderen Geschmack hat. About half of Mark is in Luke. Etwa die Hälfte von Markus sieht man auch im Lukas-Evangelium. Matthew contains 30% of the unique tradition, Matthäus beinhaltet 30% der einzigartigen Tradition and Luke the most with 50%. und Lukas am meisten von den dreien mit 50%. And so here we have this in table form. Hier haben wir das Ganze nochmal in tabellarischer Form. So about a tenth of Mark is unique to Mark. Also ungefähr ein Zehntel von Markus kommt nur in Markus vor. And the threefold tradition, there's round about 360 verses similar in all three of the Gospels. Und die dreifältige Tradition, das heißt die Verse, die in allen drei Evangelien gleich vorkommen, sind etwa 360 Verse. So there's similarity of content. Es gibt also diese Gemeinsamkeit, diese Ähnlichkeit im Inhalt. Similarity of arrangement. Und dann gibt es im Arrangement auch noch Gemeinsamkeiten. We know from John's Gospel Wir wissen aus dem Johannesevangelium, that Jesus made at least 3 visits during his ministry from Galilee to Jerusalem. dass Jesus zumindest 3 Besuche gemacht hat während seines Dienstes in Jerusalem, wo er also von Galiläa nach Jerusalem gereist ist. He went there for the different annual feasts that the Jews have. Er ist für die verschiedenen jährlichen Feste der Juden dorthin gereist. But the Synoptic Gospels, they don't tell us that. Aber die synoptischen Evangelien erzählen uns davon nichts.
You have each of the gospel writers with the introduction to their gospel. Jeder der Evangeliumsschreiber sagt in der Einführung des Evangeliums, What happened before Jesus began his ministry. was passiert ist, bevor Jesus seinen Dienst begann. Then each of them have Jesus in Galilee for most of the ministry. Dann beschreiben sie alle, wie der Großteil des Dienstes in Galiläa stattfand. And then each of them have a moment where Jesus turns his face towards Jerusalem. Und dann haben sie alle einen Moment, sie beschreiben einen Moment, wo Jesus sein Gesicht nach Jerusalem wandte. And that was going to be the last journey he made to Jerusalem. Und dann wird die letzte Reise, die Jesus nach Jerusalem machte, beschrieben. And then they have Jesus in Jerusalem for that last week or so before the crucifixion, resurrection. Und dann beschreiben sie Jesus in Jerusalem, diese letzte Woche vor seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. And then there's similarity of language. Und es gibt Gemeinsamkeiten in der Sprache. Many passages show an arrangement in language and wording. Viele Textstellen zeigen eine Übereinstimmung in der Sprache und wie es ausgedrückt wird. Now this is something we wouldn't know unless we read the Greek New Testament. Das ist etwas, was uns nicht auffällt, wenn wir nicht das Neue Testament auf Griechisch lesen. But scholars tell us that sometimes there's unusual Greek constructions used. Aber solche Bibelforscher erzählen uns, dass manchmal ungewohnte griechische Ausdrücke verwendet werden. Or rare Greek words. Oder auch Worte, die ganz selten sind. And these appear in all three of the Gospels. Die tauchen in allen drei Evangelien auf. And it would strongly indicate there was some kind of connection between these authors. Und es ist ein starker Hinweis darauf, dass es eine Verbindung gab zwischen den drei Autoren. And sometimes there's a quote from the Old Testament. Manchmal gibt es Zitate aus dem Alten Testament. And the quote is a certain quote that can't be found anywhere. Ein Zitat, das nirgendwo zu finden ist. In other words, it's not from the Masoretic text of the Hebrew Old Testament that we are familiar with. Es kommt weder aus dem hebräischen Text des Alten Testaments, der uns bekannt ist, dem masoretischen Text, Nor is it from the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament that was done 2 centuries before Christ. noch stammt es aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die 2 Jahrhunderte vor Christus fertiggestellt wurde. In other words, it's a quote from a third source. Also es heißt, da wird eine dritte Quelle, eine dritte Übersetzung des Alten Testaments zitiert. That's been lost to us. Eine Quelle, die uns heute verloren gegangen ist. The point is, it's the same in each of the Gospels. Interessanterweise gibt es das gleiche Zitat in allen drei Evangelien. And then, of course, there's not only similarities, there's dissimilarities. Da gibt es also diese Gemeinsamkeiten und gleichzeitig gibt es auch Unterschiede. And this really is both in content and arrangement. Es gibt Unterschiede im Inhalt und wie es arrangiert ist. There's some accounts are unique or only in 2 of the Gospels. Es gibt Erzählungen, die einzigartig sind oder nur in 2 der Evangelien vorkommen. For example, the birth narratives of Matthew and Luke, you know, are very different. Zum Beispiel, wie die Geburt beschrieben wird in Matthäus und Lukas, ist ziemlich unterschiedlich. The genealogies of Jesus are different in Matthew and Luke. Die Stammbäume von Jesus unterscheiden sich in Matthäus und Lukas. You look at the Sermon on the Mount, the Sermon on the Plain in Luke, there's similarities but there's differences. Wenn man sich die Bergpredigt anschaut und die Predigt in der Ebene, da gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede. The order of the temptations in the wilderness are different in Matthew and Luke. Matthäus und Lukas haben eine unterschiedliche Reihenfolge, was die Versuchung Jesu angeht. And one group's material is in one place, like Matthew 10, but Luke would scatter it at different places in his Gospel. Oder wie wir bei Matthäus und Lukas gesehen haben, der eine fasst alles in einem Kapitel zusammen, der andere teilt es in verschiedene Stellen seines Evangeliums auf. Now, the solutions offered are various. Es gibt verschiedene Lösungen für dieses Problem, die schon vorgeschlagen wurden. And the truth is, at the end of the day, we don't know. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wie es genau passiert ist, wissen wir nicht.
But the traditional understanding is that Matthew actually wrote his gospel first. Die traditionelle Sicht auf die Dinge ist, dass Matthäus sein Evangelium als erstes geschrieben hat. And Mark, he had a copy of Matthew's gospel, Und dass Markus dann eine Kopie des Matthäus-Evangeliums hatte, but also he had the experience of translating Peter, aber dass er auch die Erfahrung hatte, Petrus zu übersetzen. and so he took Matthew, he rewrote Matthew to serve his audience there in Rome. Dass er also Matthäus genommen hat, es dann umgeschrieben hat, um speziell auf die Bedürfnisse seiner Leser in Rom einzugehen. And then Luke had both of these works, Und dann heißt es, hatte Lukas beide Werke, Matthäus und Markus, just like he said at the beginning of his gospel. genau wie er auch sagt hier zu Beginn seines Evangeliums. Many have undertaken the role of recording the things that Jesus has said and done, Viele haben schon über die Ereignisse geschrieben. and has written. He then came with his gospel. Und dass er dadurch dann sein Evangelium erstellt hat. One of the problems with this Ein Problem damit ist, is when you compare Matthew and Mark, wenn man Matthäus und Markus vergleicht, even though Mark is a shorter gospel, auch wenn Markus das kürzere der beiden Evangelien ist, when Mark's accounts are longer about the individual stories than Matthew's. sind Markus' Beschreibungen der einzelnen Geschichte eher länger als von Matthäus. And scholars tell us Und Forscher sagen uns, that the quality of Greek in Mark dass die Qualität des Griechischen in Markus is very simple. sehr einfach ist. It's like Greek wasn't Mark's first language, Als wäre es vielleicht nicht Markus' erste Sprache gewesen. das and Griechische. his writing was more like a child's writing than adult writing. Dass seine Schreibweise eher der eines Kindes gleicht als eines Erwachsenen. And so it's kind of unlikely that Mark would have Matthew in front of him, yet make the language less than it was in Matthew's writing. Es ist recht unwahrscheinlich, wenn Markus das Matthäus-Evangelium vor sich hat, dass er die Sprache so sehr vereinfacht. And so another theory Eine andere Theorie also is that Mark was first, ist, dass zuerst Markus geschrieben wurde and Matthew, when he came to write his gospel, und dass Matthäus, als er dann sein Evangelium geschrieben hat, he of course was with Jesus, dass er natürlich einer der ursprünglichen Jünger mit Jesu war, but he used Mark's gospel as a basis, dass er aber das Markus-Evangelium als Vorlage genommen hat and adjusted some of the things that Mark said, writing it with a higher standard of Greek. dass er manches ein bisschen geändert hat, was Markus geschrieben hat und das Ganze in eine höhere Form des Griechischen gepackt hat And added his own stories, und seine eigenen Geschichten dazu gepackt hat. and then Luke had both of these. Und Lukas dann diese beiden vor sich hatte. And then the last theory Und dann die letzte Theorie is known as the two-document theory, ist bekannt als die Zwei-Dokumente-Theorie. and it talks about the fact that Matthew and Luke actually had a source that was common to them both, Und da geht es darum, dass Matthäus und Lukas eine Quelle hatten, die sie beide hatten. it's called Q, Und diese Quelle heißt Q, Quella Q, weil Quelle mit Q Source. anfängt. Also, and so the argument is that there was Mark, und damit argumentiert, es gab also zuerst das Markus-Evangelium, and therefore he wrote his gospel, der hat sein Evangelium aufgeschrieben. and this Q here, source, was mostly teachings of Jesus. Und die Q-Quelle, das waren hauptsächlich Lehren von Jesus. And because when you look at material common to Matthew and Luke, Wenn man sich nämlich Material anschaut, das sowohl in Matthäus als auch in Lukas vorkommt, it's mostly teachings, long discourses of Jesus. aber nicht in Markus, dann sind das hauptsächlich Lehren, lange Lehren von Jesus. And so Matthew had
Mark and Q and his own sources. Dann hätte er also Matthäus und das Markus-Evangelium gehabt, die Q-Quelle und seine eigenen Quellen, noch weitere Sachen. And Luke had Mark and Q and his own research. Lukas hatte Markus, Q und seine eigenen Recherchen. And so he got his gospel. Und so hat er sein Evangelium zusammengestellt. Now, as I said, there's different thoughts on this. Wie schon gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, viele unterschiedliche Gedanken dazu. And I don't know what it is. Und ich weiß nicht, welche die richtige Lösung ist. And I don't think anybody knows what it is. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das weiß. Although people have their opinion. Auch wenn Leute natürlich ihre Meinung dazu haben dürfen. But we do know from tradition that Mark had Peter as his source. Was uns die Tradition gesagt ist, dass Markus den Petrus als Quelle hatte. We do know Luke had done a lot of research and used the documents that had been written by people, plus his own eyewitness research. Bei Lukas sehen wir, dass er viel recherchiert hat, dass er schon Quellen vor sich hatte und dass er auch selbst Augenzeugen interviewt hat. And we know that Matthew was one who was with Jesus. Und bei Matthäus wissen wir auch, dass er einer war, der mit Jesus unterwegs war. And he could very easily have used other sources as a means of the working on his gospel too. Aber dass es auch gut sein kann, dass er andere Quellen hatte, als er an seinem Evangelium gearbeitet hat. Now we'll take a break. Jetzt machen wir eine Pause. And if you have questions, we'll begin with those when we've come back. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann fangen wir damit an, wenn wir zurückkommen.